Leo Riedel. Hier steht ein Mercedes-Benz Sprinter mit Vollausstattung, nämlich die Edition Pepper 640. Die hat sowieso schon richtig Ausstattung. Die hast du runtergezeichnet auf 86.900 Euro. 86.900 Euro. Das sind 9.590 Euro runter. Das Ganze für ein 23er Modell, das war noch nie zugelassen. Keine Tageszulassung, nix. Steht hier in der Ausstellung, immer verschlossen, immer nur mit Verkäufer zugänglich. Ja. So, wie viele hast du noch von denen? Ich habe noch 3 Stück davon. So, 3 Stück. Das sind Weinsberg Pepper Mercedes-Benz. Zeig mir nochmal den Preis. 86.900. Jetzt muss man allerdings genau hingucken. Das ist schon richtig gute Ausstattung. Der hat 170 PS Automatik, weil ich sag mal, das ist die Standardausstattung, aber das muss man vergleichen, wenn man das jetzt mit Ford oder irgendwas anderes vergleicht oder Fiat Ducato. Ja, das ist schon die Spitzenausstattung. Das ist die Spitzenausstattung mit den DSG, mit dem Wandler. Nee, mit dem Wandlergetriebe, ja, ist richtig, aber mit dem ACC, mit dem aktiven Tempomaten. Der ist auch schon drin. Der ist auch drin. Distronic. Und das MBUX von Mercedes. Ist auch schon drin. Und da kann ich über die App, über die Mercedes Me App, deine Höhe und Breite angeben. So, das heißt, du kannst dich navigieren lassen als Wohnmobil. Richtig. Der weiß auch, dass ich unter 3,5 Tonnen bin? So ist es. Ja. Ist das ein 3,5 Tonner? Das ist jetzt ein 4,2 Tonner, kann aber abgelastet werden. Gut, Zuladung als 4,2 Tonner? Da hast du gut eine Tonne Zuladung. Eine Tonne? Ja. So, also es spricht doch nichts dagegen, dass man dieses Auto kauft, oder? Ja. Nichts. Das ist ein Lademeister, hat eine breite Spurachse hinten und fährt sich sehr dynamisch. Das heißt, der hat diese Sportachse. Das Ding fährt sich auf der Landstraße wie ein PKW. Genau, und in der Kurve macht es auch Spaß. Was ziemlich geil ist, du kennst ja die Überlandbusse. Ja. Die heizen ja, die heizen nicht. Die fahren einfach ihre Höchstgeschwindigkeit, die sie auf der Landstraße fahren dürfen, Richtig. fahren die aber so, dass du kaum hinterherkommst. Ja. Ja, weil die Strecke kennen, die wissen alles, die haben aktives Luftfahrwerk. Ist hier Luftfahrwerk möglich? Ist möglich, nachrüstbar. Geht. Oder dann ab Werk. So. Gibt es irgendeinen Haken hier? Du hast hier rahmenbündige Fenster drin. Das ist, du hast eine riesen Markise mit dabei. Das Ding wird im Werk von Knaus gefertigt. Also Genau. das ist kein, sag mal, kann ich die Folien abmachen, wenn ich ja keinen Bock drauf habe? Selbstständig als Kunde ja, wir nein. Ihr nein, ihr macht sie nicht runter, aber das würde gehen. Ich könnte jetzt auch draufschreiben, was weiß ich, irgendwas anderes. Aber es ist die Eintrittskarte zum Riesenclub, Weinsberg Pepper, viele Fans. Da gibt es sehr viele Fans. Da gibt es extra eine Community, die Pepper treffen. Die werden auch sogar von Knaus mit begleitet, beziehungsweise respektive Weinsberg. Ist aber keine Vorschrift, muss ich nicht. Nein, musst du nicht, natürlich nicht. Komm, wir gehen mal nach hinten, dass wir das mal sehen. Also, der Mercedes unter den Peppern. Hier ist er. Cara Kompakt Edition. Ich habe sie gefilmt. Vor 2 Jahren kam sie raus, das erste Mal. Genau, vor 2 Jahren kamen sie raus. Haben für Überraschung gesorgt und ist auch der Einstieg in die Mercedes-Klasse. Viele haben da mit der Nase gerümpft und haben gesagt, Weinsberg auf Mercedes, Pepper auf Mercedes, das wertet die Marke Mercedes ab. Die Pepper-Kunden fanden das nicht so. Nee, das stimmt nicht. Das ist ein schwäbisches Konzept. Weinsberg stammt ja aus dem Namensort Weinsberg auch ab, aus der Stadt in Baden-Württemberg. Und Mercedes kommt ja aus Stuttgart, von daher ist es ein schwäbisches Bündnis. Also cool finde ich die Endrohre links und rechts. Ja, genau, das sind die Sportauspuffe AMG. So, nee, das sind schwarze Aufkleber tatsächlich. Ja, genau, das Aber das Coole ist, dieses komplette Formbauteil kriegst du bei euch, A, man kann es reparieren, aber B, man kriegt es auch als komplettes Bauteil. Ja, man kriegt es als komplettes Bauteil, genau. So, das Konzept ist GFK-Dach, Alu-Außen. Alu-Außenhaut, genau. Hier in Verbindung mit der hochgeschlossenen scharfe Kamera in 2 Objektiven. Am MBUX. Am MBUX, ja. Also Okay. gestochen scharf. Super Bild. Können wir uns gleich mal angucken. Hast du einen Schlüssel? Ja. So, mach mal auf. Wir kriegen die Tür wahrscheinlich nicht ganz auf, aber wir können ja mal rein. Doch! Boah! Bitte nochmal zumachen. Ich zeig das mal gerade. Wie ihr hier einparkt, das ist ja Millimeterarbeit. Ja. Jetzt darfst du nicht den Luftdruck ablassen. So, Riesengarage. Riesengarage, ist auch mit die höchste Garage von der Höhe. Ja, es und auch ist, von der Breite haben wir hier wirklich das größte Volumen. ist Linermaß, Segment. oder? Von Ja. der Tür her. Das ist schon richtig gut. Eigentlich ist das hier, ich nenne es mal so ein Budget-Knaus. So kann man es ja sagen. Hier ist Budget Knaus, aber mit
Qualität von Knaus drin. Im Werk von Knaus gebaut? Ja, wird in Ungarn gefertigt. Okay. Da wird auch Knaus, die Kastenwagenreihe gebaut und dann die ganzen Produktlinien von Weinsberg. Okay, ist aber von der Qualität her Auf Knaus Standard. auf Knaus Standard. Hier unten ist Alu. Ja. Zeig mal, bitte mal gegenhauen. Das ist Alu. Alu-Beplankung mit dabei. Die große Aufbautür. Auch die bekannt aus dem Knaus-Konzern. Auch die Premium-Tür mit Doppelverriegelung, Einkaufstasche, Regenschirmhalter, Fenster, natürlich auch verdunkelbar und natürlich für die Jacken entsprechend die Garderobe. So, Edition Pepper. Das Ganze ist erkennbar an dem roten Design oder orangen Design. Das siehst du hier, aber innen drin hat man es ein bisschen reduziert. Also nicht orange drin, sondern du hast Kupfer, hast ganz leichte Anleihen bei Pepper, also stark reduziert. Und das Kupfer, das wirkt auch sehr edel, oder? Das wirkt sehr hochwertig, das veredelt das Ganze nochmal. Hat sich vieles getan zum ersten Pepper-Modell hin. Und ja, man ist auch stetig weiterhin, den Pepper zu optimieren. Das ist aber nicht Budget hier, was ich sehe. Das ist schon hochwertig. Ja, ganz klar. Also das ist jetzt, ich habe jetzt gedacht, bei dem Preis, Mercedes, jetzt sind drin irgendwelche Schlaufen, wie beim Stadtbus, statt Haltegriffe. Nee, Schlaufen haben wir hier nicht. Wir haben sogar hier ein Dreikocherfeld Mit Piezo mit Piezo-Zündung. von Dometic übrigens. Ja, genau. Eine Arbeitsplattenverlängerung haben wir mit bei. Hast du gewusst, dass die Firma Dometic aus dem Schiffsbau kommt? Nee, das habe ich nicht gewusst. Nein. Die kamen zunächst mal aus dem Schiffsbau und Camping und Schiff ist ja nah dran, alles 12 Volt oder Niedervolttechnik. Auch das Softclose. Softclose. Gut, es ist ja auch das Gleiche. Es ist, das heißt, die haben hier bei Pepper mal tief in die Knauskiste gegriffen und haben, ja, Und haben dann auch natürlich das, was Knaus ausmacht, auch natürlich. mach mal oben zu, bitte. Denn da, ich sehe schon, das ist das Premium Heki ist hier eingebaut, Genau. also was du auch in den Linern drin hast von Dometic. Und bitte mal öffnen. Das Raumbad, Das Konzept ist etwas anders. ja. Gut, da merkst du jetzt doch den Unterschied. Das heißt also hier, das habe ich so ähnlich auch in Budget-Konzepten gesehen. Da würde ich als allererstes mal den Einhandmischer austauschen. Die müssen ja hingehen. Sie müssen ja irgendwas anders machen. Muss eingespart werden, irgendwo muss was anderes sein, sonst braucht man nicht zwei Marken zu führen. Aber es ist auch nicht verkehrt, auch hier kann man duschen. Du hast noch nicht mal einen Duschvorhang, weil das wäre die Steigerung gewesen. Richtig. Du hast eine feste Tür. Ich habe feste Türelemente, die ich dann zuklappen kann, magnetisch. Ich habe das verschiebbare Waschbecken, um auf die Toilette zu kommen. Ich habe vollwertigen Spiegelschrank, wo ich auch nochmal Utensilien reinsetzen kann. So, und wenn ich aufs Klo gehen will, das ist der Nachteil, geht nur für Personen bis 38 cm Höhe. Nee, kann ich verschieben. Denn ich habe ein Schiebewaschbecken mit dabei, habe ein vollwertiges Klo mit drin, Dometic. Gibt es übrigens einen Umbausatz zu. Hast du es gesehen auf der Messe? Nee. Zur Trenntoilette in 5 Minuten. Ach so, das hatte mir ein Kunde erzählt, ja. Ja, ob das dann so toll ist, haben wir dahingestellt. Aber scheint es ja einen neuen Trend zu geben. Das ist bei euch natürlich die Nummer 1 in dem Bereich, ist die Kassettentoilette. Oder? Ja, ist ganz klar die Kassettentoilette. Wenn man jetzt das mit dem Wohnwagen noch zusammennimmt, haben wir eigentlich überwiegend nur die Kassettentoilette. Also, auch hier vorne, klar, das bestellt man bei Mercedes, aber da habt ihr einmal volle Hütte gemacht. Die nächste Steigerung wäre natürlich das voll digitale Cockpit vorne noch. Genau, aber das ist jetzt eigentlich schon fast das Endlevel, was wir hier jetzt genommen haben. Der Endgegner. So ist es. So, und das Lederlenkrad, Distronic mit drin, großer Motor, Automatik, MBUX mit drin, also das ist ordentlich. Dann hast du die Verdunklungssysteme von Remy mit drin. Richtig. Das ist auch sehr hochwertig. Hier oben hast du ein großes Panoramafenster. Auch das sieht mir Dometic, ja, auch Ja. da. Das ist alles Dometic, ja. Die Oyster hast du mit drin, Multifunktionsfernseher mit App-Möglichkeit. Ich warne allerdings immer davor, zu glauben, dass man alles damit machen kann, weil oft sind die dann doch nicht zertifiziert für Netflix und so. Ist das hier zertifiziert? Das ist zertifiziert, ja. Mal schauen. Also ich mache mal Folgendes, ich stecke mir da so einen Amazon Prime Stick rein und dann geht auch alles
wie es drin ist, aber jeder wie er will. Das kann man nämlich nachrüsten für 26 €. Okay, na gut. Der Anschluss ist ja da. Ja, eine Besonderheit hier ist die Steuerung über das Bedienfeld von Dometic. Nee, von Truma. Truma, Inet X. So, und das ist jetzt alles komplett über das Truma? Ja, ist komplett darüber. Einer der ersten, der es macht. Einer der ersten bei Weinsberg serienmäßig. Mach mal an, bitte. So, das mal sehen, denn da kannst du die ganze Steuerung, wenn Strom drauf ist, Ja, ich glaube, es ist kein Strom drauf. ist nicht schlimm. Ja. So. Haben wir drauf. Auf jeden Fall könnt ihr damit die Füllstände sehen, die Wasserstände, so hat's. Die ganze Steuerung, Heizung, das ist jetzt die Next Generation. So, Kühlschrank, auch mal kurz zeigen. Kühlschrank, auch hier 142 Liter Tedford. Mit Getränkeschublade. Genau. Die haben bis vor kurzem haben die so nach gebrauchten Kondomen gerochen beim Öffnen, beim allerersten. Ich weiß nicht, ob du den Geruch kennst. So ein ganz beißender Silikongeruch, Okay. der irgendwie kam. Ja. Das ist jetzt weg. Das ist jetzt weg, ja. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Du machst die auf und denkst so, da ist ein Fisch drin verreckt oder so. Ja, das war... Also auf der Messe war das echt übel, ja. Da sind mir teilweise die Leute, mit denen ich gedreht habe, umgefallen, ja. Nee, ich stehe noch. Du stehst noch. Also der Geruch geht übrigens weg nach ein paar Jahren. Okay. Nee, Quatsch. Ja. Nee, also wer das kennt, also gerade Händler, die das Video jetzt sehen werden, die werden den Geruch kennen. Ja. Der ist zumindest mal bei Tedford nicht mehr da. Okay. Dann hast du breiten Einstieg. Ich habe einen breiten Einstieg. Ich habe jetzt hier... Ach, du hast kein Liftsystem, oder Hier hier? habe ich kein Liftsystem. Ich habe hier Regalfächer. Ja. Und das wird dann hier... So, sonst nochmal die Lüftungsanlage. Sieht man, wie die schön angeordnet ist. Und das kann ich dann halt zuziehen. Gut, das Liftsystem ist schon nicht schlecht, aber Ne? das Und hier ist so habe ein ich eine bisschen... Kleiderstange drin. Da ist die Kleiderstange, das heißt, da muss ich mich ein bisschen bücken. Richtig. Oder wenn mein Mann Schreiner ist und 200 Stunden Zeit hat, da kann das nachrüsten. Ja gut, das wird dann schon ein Wird bisschen aufwendig. aufwendiger sein. So, und da vorne ist das Einliege, oder was ist das? Das Brett hier Ja. ist dazu da, um die Fenster zu schützen während des Schlafens. Das sind so Schutzbretter, Echt? die man dazwischen einklemmen kann. Das macht doch kein Mensch. Nutzt keiner. Ich Ja. kenne keinen, der das nutzt. Nee, Echt? die Bettverbreiterung ist quasi hier drin. Man zieht quasi an die Leiter, Ja. dann geht das wie ein Rollrost. Echt? Das ist ja nicht schlecht, oder? Und dann habe ich hier, zack. Das finde ich jetzt zum Beispiel besser gelöst als beim Knaus. Ja, weil das hier integriert ist. Ich musste nichts viel rumräumen. Ne? Und wenn ich das nicht haben möchte, dann Polster zur Seite, Leiter hoch. So, das Bett ist nicht nur für Kleinstmenschen geeignet, sondern auch für lange Leos. Zeig mal bitte. Achso, Nochmal Stauraum. Stauraum. Mit Durchreiche. Durchreicht, ja. Ist auch besser, wie beim Knaus. Zeigen wir schön das Wasser hier reinlegen, das bleibt dann auch schön kühl. So, das Wasser kannst du reinlegen. Dann, okay. Doppelbodenkonzept an der Stelle, das heißt warme Füße. Genau, aber auch hier Breite, Ja. Trittstufen, auch hier angenehm. So, bitte mal hinlegen aufs Bett. Da sind Schutzfolien drauf, kann nichts passieren. Es gibt eine Bettseite, ist ein bisschen länger, gell? Was ist die hier? Ja. 2 Meter. Aber sind beide gleich lang, oder? 2 Meter beide. Beide 2 Meter. 2 Meter, ja. Weil ich kenne das nur, dass eine ein bisschen kürzer ist. Ne, bei Weinsberg nicht. Bei Weinsberg nicht. Auch hier wieder mit Lichtschalter. Boah, hättest du gedacht, dass heute noch so heiß wird? Nee, das ist Wahnsinn. Abartig. 15. September und wir haben Spätsommer in Osnabrück. Bissendorf heißt der Ort. Ein Vorort von Osnabrück oder Osnabrück ein Vorort von Bissendorf, wie man es nimmt. Ja, ihr habt Glück gehabt. Du bist hier aus der Gegend. Ja, ich komme direkt aus Bissendorf. Ihr habt einen Fußballverein in der Nähe, der hat's gepackt. Zweite Bundesliga. Das ist Osnabrück, genau. In der zweiten Liga, ja. War spannend, war ganz eng, oder? Ja, genau. In der 96. Also in der 96. Minute. Ja, ihr seid ja sogar Sponsor von Osnabrück. Richtig. Felge und Wels, das Ganze. Sind wir aktiv vertreten, ja. Gut, dass wir es erwähnt haben, jetzt habt ihr keine Kunden mehr. weil wenn irgendeiner reinkommt in die zweite Liga, dann ist irgendeiner rausgeflogen. Wer ist denn rausgeflogen eigentlich dieses Jahr? In der zweiten Liga? Ich verfolge das nicht wirklich richtig. Ich auch nicht. Ich habe mit Fußball wenig am Hut. Aber mit Wohnmobilen. Hier steht der Weinsberg Pepper Mercedes-Benz mit volle Hütte für 86.900. Und ganz ehrlich, wenn der so viel Zuladung hat, würde ich mir noch gönnen, eine Klimaanlage, bisschen Lithium rein, bisschen Solar noch drauf. Und was ist auch noch ganz nett? Nö, dann sind wir schon richtig voll. Dann sind wir voll. Vielleicht eine Anhängerkupplung noch für die Fahrräder.
Genau, Anhängerkupplung noch drauf. Ansonsten kann es dann auf die große Reise gehen. Das Auto ist absolut winterfest. Die Tanks beheizt? Beheizt, alles beheizt. Alles beheizt. Also ab Werk könnt ihr damit dann nach Schweden fahren. Tschüss, Leo. Ciao, ciao.